Die Oberfläche der Erde besteht aus tektonischen Platten. Die Bewegungen dieser Platten haben über Jahrmillionen das Gesicht der Erde verändert. Das Ostasiatische Meer selbst entstand vor etwa 17 Millionen Jahren, als die Eurasische und die Pazifische Platte immer heftiger aufeinander stießen. Vor 4 Millionen Jahren begannen sich in diesem Prozess die japanischen Inseln und der asiatische Kontinent zu trennen. Vor 13.000 Jahren war diese Trennung vollendet. Zugleich nahm die koreanische Halbinsel ihre heutige Gestalt an. Seit diesem Zeitpunkt sind Japan und Korea also durch das Meer getrennt. In seiner heutigen Form wird das Ostasiatische Meer von Nord nach Süd in Japan, Yamato und Tsushima oder Uldung-Becken gegliedert. Ihre Böden weisen vor allem im Japanbecken ozeanische, kontinentale und gemischte Krusten auf. Die durchschnittliche Tiefe beträgt 1750 Meter, aber im Japanbecken erreicht die Wassertiefe bis zu 3700 Meter. Vor den Küsten verläuft ein schmaler, sehr viel flacherer Streifen mit bis zu 200 Meter Wassertiefe. Das Ostasiatische Meer hat eine Gesamtfläche von rund 1 Million Quadratkilometern mit einer Küstenlinie von 7600 Kilometern. Von Nord nach Süd misst es 2255 Kilometer, von West nach Ost, an der breitesten Stelle, mehr als 1000 Kilometer. Der Liman-Strom fließt von Sibirien her ins Ostasiatische Meer. Er wird von Schmelzwasser gespeist und ist daher kalt und salzarm. Im Winter sinkt die Temperatur deshalb im nördlichen Teil bis zum Gefrierpunkt. Auch im Sommer ist das Wasser hier höchstens 20 Grad warm. Von Süden her bringt der Kuroshio-Strom aus dem Pazifik warmes und salzhaltiges Wasser nach Ostasien. Das Ostasiatische Meer erreicht er auf der Höhe von Tsushima. Seinen Seitenstrom ins Ostasiatische Meer nennt man daher Tsushima-Strom. Deshalb sinkt die Wassertemperatur in den südlichen Teilen des Meeres auch im Winter nicht unter 10 Grad. Im Sommer erreicht sie bis zu 27 Grad. Der kalte Liman-Strom und der warme Tsushima-Strom treffen im Ostasiatischen Meer aufeinander. Dadurch entsteht dort eine sauerstoffreiche Zone mit viel Mineralien und Plankton. Plankton dient als Nahrung für Fische. Deshalb ist das Ostasiatische Meer reich an Fischen wie Kabeljau, Dorsch, Seelachs, Lachs, Forellen, Makrelen und Sardinen sowie Tintenfisch. An den Küsten und Riffen gibt es reiche Vorkommen an Seetang und Seegras sowie Krustentieren wie Garnelen und Krabben sowie Muscheln und Meeresschnecken. Selbst Delfine und Wale leben hier. Somit ist das Ostasiatische Meer seit Tausenden von Jahren eine ergiebige Nahrungsquelle. Dieses Zusammentreffen zweier Strömungen hat noch weitere wichtige Folgen. Wo der Einfluss des Kuroshio überwiegt, treten Ebbe und Flut zweimal täglich auf, im Nordteil des Meeres jedoch nur einmal. Der Unterschied im Wasserstand der Gezeiten ist dort auch deutlich geringer als im Süden. Überall im Meer gibt es Verwirbelungen, besonders an den Engstellen teils heftige und wechselnde Strömungen.